Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Song-Tutorial. Und heute geht es um Gary Moore, Empty Rooms, einen absoluten Klassiker aus den 80ern mit entsprechendem gewaltigen Sound, den der Gary da aufgefahren hat. Wir schauen uns heute im Detail alles genauestens an. Solo-Gitarre, Begleitung, cleane, klassische Gitarre. Wir haben alles, was die Gitarre ausmacht, von der akustischen bis zur E-Gitarre mit einem sensationellen Gesang von Gary. Und ja, ich denke und ich bin mir ganz sicher, dass für jeden von euch heute etwas Neues dabei ist. Ich freue mich sehr, wir sind live und deswegen erstmal ganz herzliches Hallo an alle. Und wir gucken in den Live-Chat hinein. So, ich sag euch gleich, für heute gibt es einige Schwierigkeiten, was die Datenübertragung angeht. So, wir hatten hier gestern den ganzen Nachmittag und heute Vormittag hier Schwierigkeiten mit dem Internet, ne? In Vodafone, Unity Media. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls die Leitung hier ein bisschen ruckelt heute. Aber seid mal so nett und gebt mir Bescheid in Bezug auf Bild und Ton, ob alles okay ist. Und dann gehen wir gleich rein. So, hallo an alle, die live dabei sind. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Super. Yep. Also Bild und Ton okay. Danke, Michael. Super. So, ja, dieses Lied hier packt im Grunde genommen alles rein, was so einen modernen, gut klingenden Rock-Song ausmacht. Eine Rockballade, zeitlos. Gar nicht so einfach die Melodie. Ganz interessante Geschichten, die da stattfinden. Und es fängt an, das Ganze fängt gleich an mit einer typischen Melodie im Stile von Gary. Und ich gehe gleich mal in meine Settings, dass ihr die mal sehen könnt. Hier, ich spiele natürlich mit dem Helix heute. Ich verwende einen Plexi Marshall für den Lead Sound. Hier könnt ihr die Einstellungen sehen. Und ich verwende gleich einen Overdrive noch, also einmal, dass ihr den Sound hört. Warum der Plexi? Nun, der Amp, den Gary Moore am meisten verwendet hat, war eben der Marshall. Und das ist Punkt 1. Und Punkt 2, ich kann ihn wunderbar auscleanen und kann dann wunderbar Rhythmusgitarre schön rockig mit dem Sound spielen. Das ist dieser unglaubliche Marshall. Leicht die Lautstärke zurückgedreht und schon hast du diesen wunderbaren Clean Sound. Ich habe, und das ist typisch 80er Jahre, einen leichten Chorus hier auf dem Sound, wie ihr sehen könnt, aber der Mix ist wirklich nur bei 16%, also ganz, ich fahre sogar noch einen Tick runter, so bei 12, 13. Und ein Echo ist natürlich dabei, ist ein Bandecho, etwas sehr warm klingendes. Man hört es im Hintergrund. Und jetzt füge ich einen Overdrive hinzu, um das Ganze noch ein bisschen für den Solo-Part anzukitzeln, wie man das so schön sagt. Ne? So, ich freue mich wirklich sehr, mit euch jetzt das Ganze hier durchzugehen. Da ich ja selber hier Regie führe, habt ihr sicher ein bisschen Verständnis, wenn ich also ein bisschen länger brauche, was hier die Einstellungen angeht. Ne? Aber jetzt gehen wir in das Guitar Profile rein. Ich habe hier nämlich etliche Kamerawinkeleinstellungen, sodass ihr das alles sehen könnt. Und ja, Empty Rooms, Words and Music by Gary Moore. Wir sind im 4/4-Takt, Tempo ist 98. Und wir beginnen mit etwas Typischen, was Gary Moore angeht. So die Art und Weise. Achtet bitte als drauf, wenn ich umschalte, was das für einen Effekt dann hat bei den Solos. Ne? Wenn ich beginne jetzt vorne auf dem Pickup und dann später im Solo, wenn ich nach hinten gehe, wie das dann die Dramatik auch steigert. Ne? Wir wollen einen runden Sound.
So, Gary Moore hat damals auch eine PRS gespielt und er verwendet immer bei diesen Vibrato-Passagen eher den Vibrato-Hebel. Das hört man. Statt mit der Hand ist man natürlich ein bisschen schneller beim Vibrato, aber bei ihm hört man. So, ich muss mal kurz in den Sound noch rein und hier einfach nur die Presence ein bisschen runterfahren, dass das Ganze schön smooth klingt. So, also melodisch gesehen absolut typisch Gary Moore, vollmundiger Sound und das typische, das wir so oft bei ihm hören. Na, nur hier ist es. Das ist eine Alterierung seiner typischen Spielweise, die er ja im Grunde genommen auch erfunden hat. Ne? Das macht ihn, man erkennt ihn sofort. Das ist der Vorteil dieser Spielweise. So, jetzt wird das hier von Takt 1 bis in Takt 8 markiert. Ich lasse das Pfeil laufen und schalte ein Klick noch hinzu und einen Vorzähler und los geht's. So, und jetzt, wenn man sowas lernt, muss man sich bewusst sein, wie das Ganze dann funktioniert. So, der Schritt Nummer 1 ist immer bei so einem High-End-Rock-Song wie Empty Rooms, ist den Song sich oft anhören. Und darauf achten, beim Anhören mal einen vollen Fokus nur auf die E-Gitarre. Dann beim zweiten Mal anhören, den Fokus auf die akustischen Instrumente im Hintergrund, die Akustikgitarre, was die für Arpeggios spielt oder die cleane E-Gitarre, sind etliche Gitarrenspuren übereinander gelegt und das kann man natürlich nicht alles auf einmal spielen. Deswegen hat er auch live in der Zeit immer noch einen zweiten Gitarristen als dabei gehabt oder einen Keyboarder, der diese ganzen Parts dann gespielt hat, ne? Damit das Ganze auch klingt. Und wenn du das dann hast und dann musst du das dir öfters anhören, um die einzelnen Parts auch zu hören, wann sie einsetzen, was genau gespielt ist. Das Anhören ist der erste Schritt zum Lernen von so einem Lied. Dann achte auch darauf, wie der Sound klingt, wie er das zum Klingen bringt, ne? Was er für Klänge verwendet. In der Originalaufnahme ist sehr, sehr viel Hall drauf und viel Delay. Und das war damals so üblich, das brauchen wir heute nicht mehr. Ich habe das natürlich nicht so extrem gemacht. Zum Lernen ist das nicht so wichtig oder auch nicht so praktisch. Ne? Also das ist das Schritt 1. Und dann, wenn man dann so ein Gefühl entwickelt hat für einen Song, dann geht man Takt für Takt vor. Okay? Dann lernt man erst die Melodie. Hier. Also wir haben 10 auf der H-Seite. Und dann gehen wir direkt auf die 12 auf der E-Seite und ziehen einen Halbton hoch. Hochziehen und dann wieder die 10 klingen lassen und Vibrato. Man kann es natürlich auch mit dem Finger machen. Und dann die Melodie wiederholt sich. Die 15 ein Ganzton, von 15 auf 17. Und hier wechsle ich auf den Ringfinger, gehe dann auf die 10 und dann die 10 auf der H-Seite. Hier kann man es genau sehen. So. Das ist die Intro-Melodie. Ne? Sehr episch. Spiel sie noch einmal vor. 2, 3 und. Und in die Melodie hinein hört man schon im Hintergrund, beginnt der Gesang. Und was wird hier gesungen? Nun, wir gehen gleich mal in den Text hier rein. Empty Rooms, Intro, wir haben also 8 Takte Leadgitarre. Ich habe hier so ein paar Notizen noch, dass man das genau weiß, sodass man das nachvollziehen kann. Okay. Und dann
Im Hintergrund hört man eine elektrische Gitarre clean, beziehungsweise ein Keyboard und eine Gitarre übereinander. Ich gehe gleich im Detail auf die Akkorde an. Loneliness is your only friend. Broken heart that just won't mend. It's the price you pay. Nun, der Song liegt so etwa einen Ton oberhalb meiner Range. Deswegen, wenn ich die Töne treffen möchte, dann muss ich richtig laut singen, okay? Und auch die Rocksänger, wenn man das richtig singen will, muss man das richtig mit Schmackes singen. Ja? Und anders geht's nicht, ne? Okay, und deswegen, bear with me, wie die Amerikaner sagen, also seid gnädig, wenn ich da jetzt nicht so alles so richtig rausschmetter. Mir geht es nur darum, dass ihr wisst, wie es gespielt wird. Also, so wenn du das jetzt alleine spielst, hast einen Keyboarder dabei und der macht dir diese Arpeggios im Hintergrund, dann kannst du einfach nur spielen D-Moll C. Also ein D-Moll hier. Man kann es auch hier spielen, noch einfacher, D-Moll und das C dann nur mit dem Zeigefinger von der D-Seite, D-Moll C. Oder hier D-Moll und dann hier ein C, dieses C, das verschobene A, die mittleren 4 Seiten. Ne? Also, so was ist mir jetzt wichtig? Mir ist wichtig heute, es geht mindestens eine Stunde, dir ganz im Detail zu erklären, dass so ein Lied, das ja schon sehr gehoben ist in der Spielweise und in der Qualität, dass das trotzdem machbar ist. Ja? Das ist nicht unmöglich, wenn man es richtig beigebracht bekommt. Darum geht es. Ja? So, achte mal drauf. Das ist also dein D-Moll hier, das ist ein verschobener A-Moll. Und dann spielst du die mittleren 4 Seiten. Loneliness is your lonely friend. A broken heart that just won't mend. It's a price you pay. So, und hier haben wir dann ein B, aber mit Major 7. Das ist die mittlere Note zwischen den beiden, hier die wird um einen Halbton gesenkt. So, ich mache kurz nochmal hier das hier rüberziehen, dass ich da hier Ordnung habe. So, in den Akkorden, die hier stattfinden, wenn man das Keyboard so ein bisschen imitieren will, einmal hast du also diesen hier von der 5. Seite. Der nächste wäre ein C mit dem B im Bass. Das wäre dann diese Note hier. Also musst du diese Note, das C, um einen Ganzton senken hier hin. Und das musst du dann so greifen. Ja? Also du hast einmal den und dann dieses Spezial-C, nenne ich das einfach mal, das sieht so aus. Klingt. Wenn ihr das jetzt. It's the price you pay. It's the price you pay. It's hard to take when love grows old. The days are long and the nights turn cold. When it fades away. Na? Also du hast immer so diesen Wechsel zwischen D-Moll, C. D-Moll, C. D-Moll, C. Und das Keyboard spielen. Und dann den B. Wenn du das nicht umgreifen willst, die Bassnote ist in dem Fall jetzt nicht so ultra wichtig. Es klingt auch nicht so toll, wenn du den so spielst. Warum? Weil wir haben diese 2 fetten Basstöne hintereinander. Am Keyboard klingt das anders.
Das ist ein typisches Problem der Gitarre. Ne? Also machst du einfach die unteren Seiten, machst du einfach nur zweite, dritte, vierte Seite. Price you pay. It's hard to take when love grows old. The days are long and the nights too cold when it fades away. Okay, also das ist immer diesen Wechsel zwischen D-Moll, C, D-Moll. Ich sehe gerade, meine Hand ist so rosa, aber eigentlich ist sie nicht rosa. Ihr seht, die Kamera hier oben links, die macht mir so ein rosa Bild hier rein. Also ich hoffe, ihr könnt das so in der Form nachvollziehen. Also wir haben immer D-Moll, C und dann diesen Akkord hier. Du musst dir vorstellen, es ist wie ein A7, also A Major 7, nur hier als B, also einen Halbton höher. Und das ist alles, was passiert. Also wir haben im Grunde genommen 3 Akkorde in der Strophe. Okay? Wird aber vom Keyboard gespielt. Ja, wir gucken aber gleich uns noch an, was passiert. Und dann kommt, das Interessante an dem Lied ist, es ist eine Bridge. Ne, vorm Refrain kommt schon eine Bridge und die Bridge wiederholt sich zweimal. Das ist ganz, ganz cool gemacht. Ne? That she will change her mind, but the days drift on and on. Ich muss mal hier den Zerrer rausmachen, dass ihr hört. Das Ganze klingt dann noch ein bisschen cooler. Und zwar spiele ich einfach nur ein F. You hope that she will change her mind, but the days drift on and on. You never know the reason why she's gone. Empty. Das ist jetzt sehr hoch für mich, jetzt müsste ich ganz laut singen. Und dann kommt der Refrain. Ne? Es ist ein Liebeslied. Ne? Es geht um, sie hat ihn verlassen und wir haben hier empty rooms, ne? Leere Räume, leere Räume. Ne? Empty rooms. We will learn to live without love. Empty rooms. We will learn to live without love. Und dann haben wir wieder D-Moll und C. Und dann macht er natürlich wieder mit dem Verzerrer drehen. Und dann kommt der erste Lick. Und die Licks gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Gehen wir wieder in das File ran und so erarbeitet man sich den ganzen Song. So, jetzt in der Strophe hört man, die Gitarre spielt an 2 Stellen. Ich lasse das jetzt mal laufen. Flageolets. Hier im 7. Bund auf der D-Seite und im 7. Bund auf der G-Seite. Also los geht's. So, ihr seht, wie das gekennzeichnet ist in der Tabulatur hier in Guitar Pro. Wir haben die 7 und was dann entsteht, ist eigentlich die Note 19 als Flageolet. Bedeutet das hier oben, ganz oben, diese Töne entstehen. Hier. Wie spielt man das Flageolet? Man berührt ganz leicht die Saite direkt oberhalb des Bundes. Ganz, ganz leicht. Man drückt sie nicht, nur ganz leicht berühren, schlägt an und macht dann den Finger weg. Ja. Und im 5., 7., 12. Bund, da gehen die am allerleichtesten. Also nochmal rein, dass ihr das hört. Es ist einfach nur, diese Dinge sind jetzt nicht so wichtig, aber es sind so diese Nuancen, die man im Hintergrund hört und denkt, was hat er denn da gemacht? Also,
Zweimal die 7, einmal auf der D und einmal auf der G-Seite als Flageolet und im nächsten Takt wiederholt er das. Dann haben wir den Übergang in die Bridge. Haben wir hier ein C als Power Chord und dann ein F als Power. Ja, hier 3, 5, 5. So kann man natürlich hier in Guitar Pro kann man einfach so zum Beispiel nur für dich so zum Lernen, wenn du jetzt die 3 Noten hier markierst, 3, 5, 5 und dann A drückst, dann erscheint der Akkordgenerator, dann drückst du OK und dann siehst du, dann hast du sofort oberhalb der 3 Töne den Akkord. Ich drücke A, OK und schon haben wir F5. So hast du genau sehen können, wie man die Akkorde zum Vorschein bringt in einer Tabulatur. Also auf der Tastatur das A drücken und dann OK. Das sind Power Chords. Und wir bleiben bei der Lead-Gitarre. Und siehe da, im zweiten Durchgang, bevor es in die Bridge geht, kommt ein sehr schöner, hineingeblendeter Triller. Sehr atmosphärisch, lassen wir es nochmal laufen. Ihr müsst entschuldigen, wenn die Guitar Pro Files, die springen immer hoch. Das kann ich nicht blocken. Ich muss es dann immer manuell runterziehen. Das ist halt einfach ein bisschen doof, aber damit müssen wir leben. Ja? So. Also, wie sieht das aus? 9, 10 getrillert. Und dann die 10 mit dem Slide auf die 7. Das ist mehr so eine Gefühlssache, wie oft du das machst. Es sind insgesamt 8, 12, 13 Drills und ein Slide. Ne? Aber bitte beginn jetzt nicht zu zählen, sondern lass es laufen. Mach einen Loop rein. Ich mache jetzt mal einen Loop rein. Loope das Ganze inklusive der Pause und dann spiele ich es ein paar Mal, sodass du das hören kannst. Und das ist wirklich so etwas, kann man nur lernen, indem man es ein paar Mal spielt und wiederholt. So, jetzt kommt was ganz Interessantes. Dann 4 Takte später haben wir so, ich nenne das im Text des Liedes, nenne ich das den Violineffekt. So, was macht er hier? Hier, er spielt Arpeggios, die hören wir uns jetzt mal an. Und das Ganze klingt nochmal. Hier, also 10, das ist ein D-Moll-Akkord. Ne? Aber jetzt kommt das Interessante. Es wird tatsächlich mit Hammer-Ons und dem Volume-Potty gespielt. Ne? Das klingt dann so. Also nochmal. Man hört es ganz genau, wie er es macht. Ja, also ich hämmer die Note und dann drehe ich den, wie du sehen kannst hier unten, den Volumenpotty auf. Ja, und ich weiß, auch das ist mal wieder so eine Technik, die niemals beim ersten Ausführen funktionieren kann. Ne? Und oft ist es so dann, ihr probiert es dann 3, 4 Mal und denkt, ich werde das nie können. Aber so funktioniert das Gitarrespiel mit all seinen Facetten nicht. Wenn es dich richtig, richtig begeistert und dich sozusagen dich anmacht, dann übst du das. Ne? Dann am Anfang klingt das natürlich bescheiden, ne? Um es nicht anders auszudrücken. So, was halt hilft, um diesen Violineffekt noch besser hinzubekommen, ist so ein Bändchen hier. Ich packe das mal hier drauf.
das dämpft, Guitar-Wraps heißen die Dinge, ne? Das dämpft jetzt die Saiten ab, dass die nicht klingen. Ne? Und so kann ich dann diesen Effekt üben, ne? Sauber üben. Nochmal, 1, 2, 3. Jetzt drehen wir es ein bisschen mehr auf. Nochmal. Man hört es ganz genau, dass es genauso spielt. Aber man kann es auch staccato spielen, hat es einen ähnlichen Sound. Aber nicht so schön. Und eins muss dir völlig klar sein. Das läuft im Hintergrund ab. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was Gary Moore dann zusätzlich, über diese Passage wird gesungen. Ne? Das kannst du nicht spielen und gleichzeitig singen. Ne? Live muss das entweder das Keyboard machen, wenn er darauf besteht, oder eine zweite Gitarre. Eine andere Chance hat man da nicht. Ne? Das geht einfach nicht, dass man dann da drauf singt. Okay? Das war jetzt eine interessante Technik. Gary Moore hat das gerne verwendet. Ja? Yngwie Malmsteen verwendet das sehr, sehr gerne. Ich nenne es den Violineffekt. Ne? So, ihr seht, ich habe es jetzt vorhin ein paar Mal trainiert und schon geht es dann besser. Ne? Ich sage euch auch, hier ist der Potty ein Tick tiefer gelegt. Bei der Strat ist er ja wesentlich näher hier, genau hier, an der perfekten Position. Manche mögen den Volumenpotty an der Strat nicht so, weil man ein bisschen die Hand lüpfen muss und sie immer ihn berühren. Aber an der Strat liegt er so perfekt, dass man das dann so spielen kann. Nur, dass ich das auch erklärt habe. Ne? Du schlägst die Note an mit dem Plektrum und ziehst. Siehst du? Und dann mit dem kleinen Finger ziehst du dann den Volumenpotty hoch und erzeugst den Violineffekt. So, im Detail nochmal erklärt, dass man weiß, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt kommt einfach nur ein Fill, der sehr, sehr cool klingt. Und hier macht er typisch in seiner Spielweise, ich gehe auf den hinteren Pickup, sodass hier richtig Power am Start ist. Und das hört man ganz genau. Ich lasse das nochmal laufen. Und los geht's. Na komm, von der Markierung her jetzt. Ärger mich nicht. Achtung. Das klingt so richtig cool. Und zwar spielt er die 5, bändet sie leicht, kurz nach unten wieder hoch, macht einen Pull-Off und dann lässt er die 5 hier schön fett klingen. Okay, das hört man ganz genau. So, jetzt natürlich würde ich sage ganz ehrlich, viel lieber würde ich das Originalvideo laufen lassen, das analysieren. Oder den Original-Song laufen lassen und das für euch analysieren. Aber dann wird meine Arbeit geblockt. Und das ist halt das Risiko. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Genauso, wenn ich jetzt am Donnerstag für euch Desperado mache, ihr müsst euch ganz bewusst sein, dass die Eagles alles blocken. Na, ich habe letzte Woche Desperado gesungen und es hochgeladen. Und außerhalb von Deutschland und ich glaube Europa ist es weltweit geblockt. Das ist halt so. Sie macht AC/DC, macht's, Guns N' Roses, es gibt eine Menge, Led Zeppelin sowieso, es gibt eine Menge Songs, die dann, man macht sich die Mühe und dann, baff, ist es weg. Ne?
Und deswegen kann ich, und es tut mir so unendlich leid, ich würde viel, viel lieber Originalvideos analysieren und euch alles erklären, wie das machbar ist. Ist leider nicht so einfach, nicht so machbar, wie ich mir es vorstelle. Okay? So. Also, das waren die Fills. Sehr schön finde ich diesen Violineffekt. Ihr habt doch gesehen, dass auch ich das üben muss. Ganz völlig normal. Na? So, aufdrehen und los geht's. Es macht tierisch Spaß, das zu spielen und zu trainieren. Wenn es dann mal gelingt, dann ist es eine große Freude, weil man einfach eine neue Technik ausprobiert hat. Bei dem einen oder anderen gelingt es relativ schnell, der andere braucht ein bisschen länger, aber das ist völlig normal. Na? Also, und damit haben wir fast schon alle Fills durch. Ja. Und dann kommt das Gitarrensolo. Jetzt schauen wir uns das Gitarrensolo an und gehen dann zur Endmelodie. Dann haben wir alle Solo-Aspekte von Gary hier in dem Song bearbeitet. So, ich spiele jetzt für euch das Gitarrensolo. Könnt ihr genau sehen, was hier passiert. Natürlich muss ich jetzt nochmal den Vorzähler einschalten. Und das Ganze hier, das sind gar nicht so viele Takte, wie man denkt. Wie viele sind es? 8 Takte. Ja? Und es ist immer D-Moll-C, D-Moll-C im Hintergrund. Ne? Ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu unmöglich hier rumspringt. Ich sehe zum Beispiel auch, ich gehe jetzt mal kurz in den Chat. Ja. Hallo, ja, klappt das Video noch. Super, super. Also, gut. Also, ich hoffe, dass das Video klappt. Ne? Es tut mir leid. Ein paar Frames sind gedroppt, sehe ich gerade 840 Frames. Das ist nicht so viel, aber ich habe heute schlechtes Internet. Ne? Okay, also, vielen Dank für euer Verständnis. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Jetzt kommt das Gitarrensolo. You change your mind, but the days drift on and on. Dann geht direkt weiter. Super süßes Gitarrensolo, ihr Lieben, super geil. Ohrwurmqualität und bei weitem nicht so schwer, wie man denkt. Es ist ein gemütliches Tempo. Hier sind nur ein paar Kniffe zu beachten. Ich spiele es nochmal, bitte achtet drauf, was ich mit der Gitarre mache, wie ich hier umschalte. Ich beginne auf dem Front-Pickup schön voll und dann gehe ich auf den hinteren und am Ende des Solos wieder auf den Front-Pickup. Weil wenn ich hier oben spiele, dann wäre das zu scharf, zu schrill, es muss wieder singen. Es beginnt singend, in der Mitte ist es schreiend und am Ende ist es wieder singend. Achtet nochmal auf, was ich hier mache. Los geht's. Front. Man hört ganz genau, sorry, dass das immer hier verspringt, man hört ganz genau, wie der Sound dann plötzlich aufgeht, ne? Wenn ich hier hinten bin und dann hier abdämpfe und nicht so spielen, nicht offen, sondern das ist das, was ich meine mit oft anhören, im Detail, um diesen, wenn man so ähnlich klingen will, ne, dann sind diese Nuancen so wichtig. Okay, also ich beginne auf dem Front-Pickup, ziehe die 13 hoch, komme runter, spiele die 10 auf der E-Seite und dann die 10 auf der H-Seite und dann schönes Vibrato. Ne? Also, hier nochmal. 13, Ganzton hoch, nicht neu anschlagen, sondern runterkommen. Umschalten, Wurm. Und ihr werdet mich oft hören, weil das typisch für Gary Moore ist. Diese Rakes. Ich dämpfe
die Saiten mit meinem Handballen hier ab und bürste über diese 3, 4 Seiten hier, um in die Note, in die 8 hier auf der H-Seite. Ich gebe also diesen Ton einen richtigen Impuls. Und dann siehst du hier zum Beispiel diesen Halbton Dip. Ne? Was macht er? Das ist einfach nur die 5 runtergezogen. Und dann hast du hier die kleine 7 vor der 5. Das ist ein Slide von 7 auf die 5. Aber ganz schnell. Das sind eben diese Nuancen, die das Solo schön machen. Ne? Vibrato. Das ist eine vorgezogene Note. Ne? 7 auf 5. Man kann natürlich auch weglassen, aber das macht so viel aus. Also nochmal. Schönes Vibrato und jetzt abdämpfen. Diese ersten 3 Töne sind 3, 3, 5 hier. Die sind richtig fett. Nach unten gepickt und abgedämpft hier mit der Handkante. Und dann schön hochgehen. 2, 3, 5, 7 klingen lassen. Und hier mache ich Folgendes. Ich spiele nicht einfach nur 7, 8, 5 hier an der Stelle, sondern ich ziehe von der 7 auf die 8 und dann spiele die 5. Hochbänden und es klingt einfach viel, viel besser. Er macht es genauso. Also noch ein bis hierhin. Und dann kommt wieder Front Pickup und dann ganz hoch hier auf die 9 Zellen. Und dann hier knackig gepickt. Und es ist typisch, er ist ja ein Ire, ne? Dieses irische. Ja, das hört man hier wunderbar. Also 19, 17, 18. Dann ein kleiner Triller hier, Hammer on Pull-Off. 17, 18, 20. Und dann bänden die 20 einen Ganzton hoch. Ganzton hoch, wieder runter. Ja, hoch. Gehen zweimal hoch, runter, hoch und dann die 20. Du siehst, wenn ich das hier den kleinen Finger verwende, ich kann es natürlich auch mit dem Ringfinger machen. Dann helfen die anderen, beobachte immer, wie ich das mache, dann helfen die anderen Finger hier mit. Und wenn ich den kleinen nehme, dann mache ich das natürlich nicht so, sondern die 3 Finger, die schieben da mit bei dem Band und der Zeigefinger dämpft die darüber liegenden Seiten ab. So, das war das Gitarrensolo. Jetzt gucken wir uns noch die finale Melodie an. Und dann die ganzen Zwischenspiele und das Akustikgitarrensolo. Viel, viel, viel Spaß. So, Finale ist eine leichte Variation des Anfangs. Und jetzt spielen wir das Finale. Front Pickup. Und los geht's. Am Ende nochmal ein D Power Chord hier im 5. Bund auf der D-Seite. Und dann raussliden und abdämpfen mit der rechten Hand. Also nochmal das Gitarrensolo. Natürlich müssen wir das nochmal markieren hier. Ne? Super. Und los geht's. 2, 3, 4 und...
Das war das finale Solo. Richtig süß, tolle Melodie, machbar, typisch Gary Moore. Wunderschöne Bands, richtig schön ausgespielt, melodisch ausgespielt das Ganze. Ganz typisch für ihn. Klingt einfach nur wunderschön. Es ist nicht schwer, es ist wieder dieselbe Melodie wie am Anfang mit einer leichten Variation im Hintergrund. 10, 12. 10 auf der H-Seite, 12 auf der E-Seite, einen Halbton hoch und dann die 10 hier stehen lassen. Schönes Vibrato hier drauf, dann nochmal die 12, 13, dann die 15, ganz Ton hoch. Schön 15 hoch. 13, 12, dann wiederholt sich's. Und dann die 18, ganz Ton hoch. So, jetzt werde ich es ein bisschen nochmal spielen, so ein bisschen dramatisch, wie Gary das gerne macht. Und mit viel Energie, dass ihr das spüren könnt. Das war das finale Solo von Empty Rooms. Was haben wir jetzt noch? Was haben wir jetzt noch? Wir haben also ein wunderschönes Intro gehabt. Wir haben ein paar super süße Feels. Wir haben eine neue Technik gelernt. Na, dieses da würden andere ein Video draus machen mit einem Clickbait-Titel. Ne? Kennst du den Violineffekt? Und hätten dann 100.000 Views auf diesen Videos. Ich muss es immer wieder sagen und auch loswerden. Ich habe keine Geduld mehr, kein Verständnis mehr mit diesem ganzen Clickbait-Wahnsinn, der da draußen stattfindet. Das ist ein Elend geworden, weil die Leute da nichts lernen und Dinge versprochen bekommen. Aber gut, hier lernen wir richtig Gitarre spielen. Ja? Okay? Das war die finale Melodie. Ähnlich wie der Anfang. Ein super süßes Gitarrensolo. Ja? Und jetzt schauen wir uns noch die klassische Gitarre. Ja, es ist eine klassische Gitarre im Hintergrund. Hierzu werde ich jetzt die Gitarre wechseln und schnappe mir meine Variax-Gitarre von Line 6. Ganz alles live. Ne? Und sag mir mal, wer das live hier so noch macht da draußen. Ne? Wer macht es? Wer macht es? So, ich schalte jetzt um auf den Akustik-Preamp hier in meinem Helix. Und mit Akustik-Preamp meine ich wirklich, was du jetzt hörst. Ne? Ich wechsle jetzt auch das Plektrum auf ein Akustik-Plektrum. So, was du jetzt hörst, ist einfach nur der Sound einer akustischen Gitarre simuliert. Ha! Also ein bisschen lauter noch. So, dann könnt ihr es gut hören. Jetzt gehen wir in das File rein und checken die klassische Gitarre. Und bevor es zu dem epischen Gitarrensolo kommt, spielt Gary Moore hier etwas richtig Süßes. Die Fills zeige ich euch auch noch. Ne? Hier. Und zwar ein D-Moll und ein C. D-Moll hier im 10. Bund mit der leeren E-Seite. Das ging so. Und ein C-Dur hier. Und
D-Moll, das ist ein verschobenes E-Moll im 10. Bund. Aber so mit der leeren E-Seite. Und dann C. Und ich blende jetzt die Noten aus, damit ich das kompakter habe. Das Ganze, okay? Und so, da ist es nochmal. Und dann kommt dieses Solo. Ich spiele es jetzt mal. Ich gehe mal hier rein und lasse es dann einfach mal laufen. Okay? 2, 3 und... Ein bisschen leise hier machen. Ich höre mich ja gar nicht. Deswegen spiele ich da auch, ich will da jetzt keinen Salat zusammenspielen. Also nochmal. Das ist das Solo. Und das gehen wir jetzt im Detail durch. Also wir spielen hier 7, 9, 10. Die Akkorde zeige ich euch auch gleich. Ja? Slide von der 7 auf die 9, zurück auf die 7, dann 10, 9, 7. Ja? Nochmal. Hier nochmal rein. Ich muss natürlich die Tabs sehen, wenn die mir hier aus dem Bild springen, dann, das ist halt jetzt ein Seitenwechsel gerade hier drin. Na. Also 7, 9, 10. 7. Hammer on. Also wir spielen 7, 9, 10. Kleines Vibrato hier auf der Seite. Dann hier 7, 9 Hammer on. Hier ein Slide, Vibrato. Ganz einfach eigentlich die Melodie, nichts Kompliziertes. Die läuft im Hintergrund, bevor dann das epische Gitarren-Solo beginnt. Ich blende das jetzt mal so ein, dann kann ich es besser sehen. Ja? Super, und dann spiele ich es nochmal für euch. Let's do it. Gehen wir hier rein und los. Geht's los mit mal akustisch. Geht auch, ne? So, das war der akustische Solo-Part. Nichts Schweres, man muss die Melodie nur in den Kopf nehmen. Man muss die Melodie nur ins Ohr bekommen. Dann haben wir im Hintergrund, jetzt gucken wir noch mal rein in das File. Das war die akustische Gitarre. Ab und zu haben wir noch ein paar Akkorde hier, das war's. Aber wir haben noch tatsächlich eine Gitarre, die hier
Fingerpicking macht und Clean Electric. So, was macht denn die Fingerpicking-Gitarre? Da gucken wir mal kurz rein. Ich habe oben alle Akkorde hier auch im Pfeil dann eingeblendet, sodass man da auch bei den Akkorden richtig dabei ist. Und es ist im Grunde genommen nichts anderes wie das, was das Keyboard spielt. Und unten und dann hier. So, das geht jetzt nicht alles noch durch, weil es dann zu lange geht, aber diese Parts, die sind nicht schwer, die kann man dann auch noch lernen. So. Und dann haben wir hier Akkorde mit dieser Fingerpicking-Gitarre, die dann im Hintergrund einfach gegriffen werden. C. Also nichts Kompliziertes. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Und ja, wichtig für den Part hier dann, wenn es in das, ich blende hier auch mal die Noten noch aus. Ja, das ist alles hier mit Arbeit verbunden. Ohne Arbeit hat man da keine Chance. Ne? Und bevor es ins Solo geht, gehen wir nochmal hoch hier, haben wir dann diese Akkorde. Ab hier, ab Takt 61 beginnt das Akustikgitarren-Solo. Hier könnt ihr es sehen. Und dann haben wir diese Akkorde. Wir haben also den D-Moll. Es beginnt also mit dem D-Moll, mit der leeren E-Seite. C. Und dann A-Moll. Da 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 da. 1, 2 und dann kommt das Gitarrensolo. Ne? Also auch das hier ist in dem Tab drin. Das sind die Akkorde hier beginnend mit D-Moll, C, dann A-Moll, F, G, E-Moll. Und die werden alle einfach gespielt. Ein A-Moll, hier kannst du auch unten spielen. Ein F, ein G, ein E-Moll und einen Takt klingen lassen. Ne? Und das kommt das Gitarrensolo und im Gitarrensolo haben wir dann die ganze Zeit diese Passage. So, jetzt muss ich gucken, ob ich noch etwas vergessen habe. Oh ja, es kommt noch was. Und zwar die Clean Electric Guitar. Und hier, gucken wir mal hoch, da ist am Anfang gar nichts. Aber plötzlich genau da rein, wenn das Akustikgitarren-Solo gespielt wird, wird hier was Interessantes im Hintergrund gepickt von der E-Gitarre. Und das hören wir uns jetzt einzeln mit Schlagzeug und Bass an. Machen es einen Tick lauter, dass man es gut hören kann. Und hört euch das mal an. Sehr, sehr schön. Das ist mehr, wenn du da jetzt dann, wenn du an dem Teil angekommen bist und sagst, ich will auch noch die Clean-Gitarre gucken, dann ist jetzt ein wichtiger Punkt, den ich für dich hier machen möchte. Ne? Die meisten sagen, das ist ja so aufwendig. Nein, nein, so ein Lied, das darf man mal ruhig 4, 6 Wochen üben. Das macht doch nichts. Aber stell dir vor, du lernst mal ein halbes Dutzend solcher Lieder in einem Jahr. Was du für einen unglaublichen Sprung in deinem Spielniveau machst. Ne? Wo du dich dann nach einem Jahr befindest, wenn du dich da mal durchgearbeitet hast. Und das nächste, motivationsmäßig, wenn du dir einmal so einen Song so gut wie komplett drauf geschafft hast und es taucht ein weiterer auf in dieser Liga, dann ist der neue nur noch halb so schwer, der nächste nur noch ein Viertel so schwer und ab dem 10., 20. Song in der Liga, dann sind die Songs plötzlich für dich leicht zu lernen. Da musst du nur dein Gedächtnis ein bisschen verwenden, um dir die Dinge einzuprägen. Ja? Aber wenn du dir nie die Mühe machst, nie, und was ich jetzt aber auch sagen will, was auch ganz wichtig ist, ein Anfänger sollte bitte schön die Dinge der Reihe nach lernen, wie ich sie im Grundkurs erklärt habe. Der sollte jetzt nicht sagen, ich will nur dieses Lied oder Still Got the Blues oder Stairway to Heaven oder solche Knaller lernen,
Weil dann wird er das 6 Jahre üben und er wird es nicht spielen können. Das ist die nächste Schattenseite dessen, was viele denken, was das Gitarrespielen angeht. Ja? Aber wenn du jetzt schon ein gewissen Niveau erreichst, du weißt, wie die Pentatonik funktioniert. Du weißt, du kennst die Grundakkorde und deine Power Chords. Ne? I hope that she would change her mind. The days drift on and on. You never know the reason why she's gone. Empty. Na? Aber warum nicht? Macht doch Spaß. Und dann einfach nur die Akkorde so mit vier Vierteltakt. Runterzocken und das Lied singen und es dann aber aufbewahren für später, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später zurückkommen und sagen, jetzt bin ich soweit, ich habe die 5 Pentatoniken trainiert, ich weiß, wie es geht, ich kann die Saiten ziehen, ich kann Slides ausführen, ich habe ein schönes Vibrato. Jetzt habe ich hier in meiner To-Do-Liste The Loner ist ja auch super, Empty Rooms drin stehen. Und jetzt mache ich mich an den Song ran und lerne das Intro erstmal, schaue, wie das geht. Dann lerne ich das Outro-Solo und dann mache ich mich mal an das Gitarrensolo ran und siehe da, es funktioniert. Okay? Das ist der Weg. Ne? Und ansonsten, was hast du hier? Das Empty Rooms, where we learn to live without love. Empty rooms, where we learn to live without love. Empty. 4 Akkorde, die da durchgehen im Refrain und 4 Akkorde in der Strophe. Alles machbar. Okay? Also das ist die Art und Weise, wie man so etwas lernt. Ja? Wenn es nicht gleich funktioniert, nicht aufgeben. Eine einfache Variante des Songs. Seine innere Stimme folgen, seinen Instinkten und mit einem Plan arbeiten. Eine Liste aufstellen und dann mal sagen, okay, diese 6 Lieder, die will ich dieses Jahr lernen. Ne? Und wenn du dann merkst, dir fehlen, du siehst ja, was ich spiele und wie ich spiele, und du bemerkst plötzlich beim Lernen, dir fehlt eine Technik. Ne? Zum Beispiel das und dann das Bänden der Saiten. Ne? Und das gelingt dir nicht. Das klingt dann überzogen. Und dann übst du erst Bänden mal für 4 bis 6 Wochen. Und dann gehst du zurück und lernst das wieder. Also das ist die Art und Weise, wie man das lernt. Alles andere ist lächerlich. Alles andere ist einfach nur Quatsch mit Soße, was man da serviert bekommt. Ne? Und dann stellst du dir einen Plan auf und kommst ein halbes Jahr später und sagst, jetzt bin ich soweit, ich kann die Pentatonik, kann bänden, ich kann sliden, jetzt gehe ich an das Solo ran und plötzlich funktioniert es und du bist so unglaublich stolz auf das, was du erreicht hast. Und wenn du dann den Song geknackt hast, dann gehst du an The Loner ran zum Beispiel. Ne? Bisschen mehr Solo. Und lernst du die nächste Ballade von ihm. Und irgendwann nach 3 Jahren stehst du da und sagst, hallo? Jetzt kann ich das. Und wenn du nicht den Weg gehst, wirst du niemals den Punkt erreichen, wo du sagst, jetzt traue ich mich an den Song an. Du wirst immer wieder an einen Punkt kommen, wo du merkst, das geht nicht. Und dann gibst du auf. Und dann sagst du, bei dem geht's, ich werde nie so spielen können, das ist die billigste Ausrede, es geht nur. Du tust es oder du tust es nicht. Das ist alles. Du tust es oder tust es nicht. Und wenn du es tust, dann machst du es so oft, dann wiederholst du es 100 Mal, 500 Mal, 1000 Mal und zack, dann geht's. Beim nächsten Mal wiederholst du es 100 Mal und es geht, beim nächsten Mal 50 Mal, beim nächsten Mal 10 Mal und es funktioniert. Das ist der Weg, das ist die Art und Weise, wie man das lernt, okay? Nur, dass es nochmal ganz, ganz deutlich gemacht wurde bei diesem wunderschönen Song von Gary Moore. Ich gucke jetzt nochmal rein und zeige euch diese Passage hier. Wie schön das ist zum Üben. Das ist mit dem Song kannst du dich Wochen. Na?
Und dann spielt er. Und das kann man alles lernen, das macht doch Spaß, ne? Und sehe es wie eine Fingerübung. Und das ist diese Passage im Hintergrund, die man hört. Jetzt genau hinhörst, jetzt habe ich dein Ohr geschult. Jetzt hörst du plötzlich Folgendes. Du hörst in dem Pfeil das Akustikgitarren-Solo, du hörst die Begleitung und du hörst dieses Arpeggio. Hör mal genau hin. Jetzt kommt das Solo. 1, 2, 3 und. Na? Und da siehst, wie unser Gehör manipulierbar ist. Vorher, wo ich das Gitarrensolo gespielt habe, das Klassik-Gitarrensolo, ne? Das so schön klingt. Ne? Dann hast du auf das Arpeggio überhaupt nicht geachtet. Das war dir völlig egal. Da war ein Gedudel im Hintergrund. Ne? Und plötzlich sagst du, Mann, das klingt doch interessant. Ne? So, jetzt spielt das Solo nochmal und du hörst plötzlich das Solo und das Arpeggio gleichzeitig. So funktioniert unser Gehör. Also, jetzt hast du alles auch im Hintergrund gehört. Ich habe mich einmal hier vernudelt. Ich mache es nochmal. So schön, das Arpeggio im Hintergrund ist einfach ein Hochgenuss. So, das waren im Grunde genommen jetzt so gut wie alle Parts in diesem fantastischen Gitarrenstück von Gary Moore. Am Ende, ich gehe noch mal kurz in den Text rein, wirst du sehen, wiederholt er nur noch den Refrain endlos. Und das ist dann kein Problem. Also du hast dann immer nur noch diesen Song, also den Refrain mit Empty Rooms, das wird dann am Ende 8-mal wiederholt. Okay, ich blende mich mal kurz hier aus, dass du das textmäßig hier sehen kannst. Siehst du? Na, also, dann hast du immer Empty. Du hast also vor C ist C. Empty. Mal gucken, ob meine Stimme noch mitmacht. Empty Rooms. Where we learn to live without love. Und dann hast du immer das B. Empty rooms. Where we learn to live without love. Empty rooms. Where we learn to live without love. Empty rooms. Na, in dieses C, du hast also B, C, da wird dann empty, der Text reingesungen. Und am Ende hast du dann das epische Finale Solo. So, ihr Lieben, das sollte es gewesen sein. Weiterhin wünsche ich dir da draußen ja, die volle Motivation, Spielfreude, Lust, dir so etwas zu erarbeiten. Und es gibt nichts Tolleres wie dieses Gefühl, wenn man sich dann so einen Song, so einen epischen Song erarbeitet hat und am Ende eines Jahres zum Beispiel 5 oder 6 dieser Songs in seinem Repertoire hat und sie dann so lange übt, 5 Wochen, 6 Wochen, 2 Monate, bis man sie jederzeit spielen kann. Okay? Das ist das, was ich dir wünsche. Ich hoffe, du konntest heute wieder einige richtige gute Hinweise von mir bekommen, einige richtig gute Impulse für dein Lernen. Und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg damit und ich bedanke mich bei dir, dass du live dabei warst. Ich bedanke mich hiermit auch bei allen Unterstützern. Ja.
ohne euch, ohne meine Patreons, ohne meine Unterstützer über meine Webseite, wäre das alles hier nicht möglich. Und ihr seht schon, I have upped my game, wie die Amerikaner sagen. Ich habe jetzt mehr Zeit in die Vorbereitung. Ich kann also mein Material, das ich mit euch hier durchgehe, was wir gemeinsam lernen und all meine Gedanken und Ideen, die ich euch mitgebe, dass ihr besser werdet, kann ich euch hier noch intensiver jetzt präsentieren. Ich freue mich sehr, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet. Am Donnerstag spiele ich euch meine eigene Version des Liedes Desperado von den Eagles, inklusive einer super schönen Akustikgitarrenmelodie. Und wir schauen uns einen Song an, sehr, sehr schön, nicht zu schwer, schwer zu singen. Don Henley, einer der besten Sänger der Welt, Gary Moore, fantastischer Sänger. Hier, ja, noch was. Wenn ihr das Lied singen wollt, hört es euch oft an. Hier sind einige Kniffe. Gary Moore war ein exzellenter Rocksänger, also ein Rocksänger der Spitzenklasse, der wirklich die Töne richtig, ich habe niemals einen Wackler bei ihm gehört in all den Jahren beim Singen, also oft anhören, wenn man dann das auch singen möchte. Okay. Was kann ich euch noch sagen, außer dass ich euch wünsche, dass ihr da draußen alle gesund bleibt, dass ihr Spaß habt am Gitarre spielen, Spaß habt am Lernen, Motivation findet, Energie, das Ganze dann ja, auf täglicher Basis. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Wenn du die Gitarre täglich in die Hand nimmst, garantiere ich dir, dass es für dich, also dass so gut wie alles gelingen kann. Setz dich nicht unter Druck, übe entspannt, bleibe bei der Sache und vor allen Dingen habe Spaß dabei. Das ist das, was ich dir wünsche. Also, ihr Lieben, ich hoffe, es war alles cool und es hat euch viel Freude bereitet, was wir heute gemacht haben. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit Empty Rooms und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Boah, das war jetzt eine Hammerstunde. Das hat mir tierisch Spaß gemacht, ne? Bis Donnerstag. Ciao.